So, mal wieder am Essen erstmal, dann gehen wir angeln. Mit den Hunden. Das ist der Mackie. Und der Hund, der da ist Ngün. Ngün. Auf Thai. Geld. Was? Ja, lecker Kauniao aus der Tüte. Gai Yang. ข้าวเหนียวไก่ย่าง Gai, Kai allerlei. ไข่ปิ้ง Kai Ping. Diese gegrillten Eier sozusagen. Frauchens Flosse im Weg. Ja, und dann ส้มต Somdam mit Blara ำ und tote Krabben drin. Pet. So mag ich es überhaupt nicht. เผ็ดมาก Weil nämlich, sobald sowas da drin ist, ปู ja, ปูเค็ม Krabbengebrösel, ja, hier, so ein Scheiß, kannst du mich mit ไม่ใช่ jagen, กางเก ja. ง Fress ich nicht, mag ich nicht. เมียฝรั่งทุกคนกินไม่ต้องห่วง Ne, pass mal auf, Bu. คุณไม่เอาปู เค ใช่ ปู อืม Bu, wenn halt Chimuan Grund bla, ja, kriegt ja, mein auch. Ja, dann ein bisschen Krupuk zum Knabbern dazu, scharfe Soße und so weiter. Und อันนี้เผือกมา für die Hundebeine gibt's Hühnerhälse. Gorgai. คอไก่ย่าง Gorgai Yang. Ja, สำหรับม้า auch vom Grill stehen die Jungs hier ziemlich drauf. Ja. So, zup. Hey, น้ำลายไหล hey, das geht ja nicht nach Schönheit, ja, Kollege. น้ำลายไหลเลย Der Mackie da, der Fressler. Der. Na, halt jetzt, warte. Warte. Erstmal der Ngün. Der ist älter als du. Und dann kriegst du. Alte Spinntüte. ลูกไม่กิน Doch, Luke den du. Luke paar Jahren. Mini muss natürlich auch mal probieren. วันนี้เอาไปไหน Nur bei App. App Ahan. Ja, ich komme natürlich wieder ja nicht zum Essen, weil ich die Hunde füttere hier, ja. Die Wohlstandsviecher hier, die Bienen, ja. Aber wir haben ja reichlich gekauft. Nee, doch gern beim Taulei. 300 Samloi. Also das alles hier sozusagen, was wir hier auf dem Tisch haben, ist 300 Baht. Mit Kauniao, Klebreis und Soße und allem drum und dran. Geht doch. Nur wenn wir mal langsam anfangen zu angeln. Haben ja alles schon aufgebaut, wie man sehen kann. Und dann werden wir erstmal gemütlich angeln. Mal gucken, was so zusammenkommt.
Ja, wir haben in dem Becken hier vorwiegend Buntbarsch. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat gerade einer gebissen. Mal gucken. Uppala. Jo. Gerade so in der Unterlippe gehakt, der Kollege. Haben wir da. Ein recht schönes Exemplar. Ja. Da wollen wir gleich mal die Aufbewahrung tun. Komm hier hin. Ja. Nummer 2. Gleich einen neuen Köder ranfummeln. Bester Köder hier ist Wurm. Lang du, Julia.ตัวใหญ่ไหม ครึ่งโล Und raus damit. So. Tja, mal ein bisschen am Schnaufen, Luft ist knapp. เปลี่ยนเหยื่อก่อน Während hier, nee, เออ mir hier, เยอะ hier. Kannst du Teilpump gibt hier nun? นะ ทีนี้พอพยายาม2-3 ครั้งอยู่แล้ว ไม่มันเนี้ยแต่ปลามันไปเห็นไปเจอ บางตัวมันก็ฉลาดมันเห็นมันก็หนี Ja, man kann mal schreiben Tukti, ne? มันไม่ได้เยอะไง Wie man so schön sagt, auch Fische können ja nicht mit dem Arsch auf 5 Hochzeiten tanzen. Weil es gibt ja den Anglerspruch, am besten beißen sie dir direkt vor die Füße. Ja,
War eigentlich die letzten Tage auch so. Wir hatten ganz gutes Glück direkt hier an der Kante lang. Aber heute sind sie wohl offensichtlich mehr am anderen Ufer. Bleibt dann halt nichts anderes übrig, als dann sozusagen mal rüber zu werfen an die Seite. Denn die Kollegen sind also, ganz dumm sind sie nicht, aber gefräßig sind sie. Dann wollen wir doch mal zur anderen Seite werfen. Und dann schauen wir mal, was sich tut. 2 Stunden später. Ja, mir geht gerade ein leichter Schauer runter. Da müssen wir natürlich flüchten, sonst werden wir nass. Ja, da haut das Frauchen ab, das ist ihr nicht. Und wie sagt man so schön, so spielt das Leben. Keine 20 Minuten später Sonnenschein, kein Regen mehr. So. Da hocken wir hier nun am Häuschen unterm Dach, beziehungsweise haben uns jetzt hier unter das Dach vom Häuschen gerettet. Da ist das Dach. Und nun können wir unsere Plünnen schon wieder nehmen und wieder zum Teich ziehen, weil es wird schweineheiß. Denn nach so einem kurzen Regen, wir haben hier 30 plus Grad, nach so einem kurzen Regen entsteht ein fürchterlicher Saunaeffekt. Ja, da trieft einem der Schweiß aus allen Poren. Aber das ist nochmal so hier, ist mir lieber als frieren. Und ja, also wir werden jetzt gleich mal wieder uns ranmachen und weiter angeln. Müssen wir noch ein bisschen was schaffen. Ja, Lorn schreit's, Frauchen. Und schwitzt. Wie heißt nun mal so schwitzen? Ich schwitze dagegen ganz anders. Ich bin nass wie eine Katze, ja. Aber ja, wie gesagt, jetzt müssen wir gleich wieder ran. Müssen wir noch ein bisschen Fisch fangen. Ja, danke Mai. Frauchen sagt gerade, unsere Gartenstühle hier brechen langsam zusammen. Das Plastik wird mürbe. ลืมเอาเก้าอี้ไม้น่ะมาอยู่บ้านยาย2 ตัว Ja, Gau-I Mai, ne? ของเรามันมีอยู่8 ตัวน่ะมันไปไหนหมด อยู่บ้านยาย2 Hocktour. ไม่มีอยู่8 Wer? ยายละ2 Weiß ich nicht. อยู่บ้านยาย2 Sie sagt gerade, wir haben noch Stühle aus Holz zu Hause. 8 Stück. Ich sage, was 8? Ich dachte, wir haben 6. Aber sie meint 8. Nur wie Frauen immer sind, sie haben immer recht. Also sagen, oh gut, dann haben wir halt 8. Kann mir eigentlich auch ziemlich Rille sein. Ich brauche hier eh nur einen für meinen Hintern. Oder 2 für ihren halt auch noch einen mit. Na. Aber wie gesagt, wir werden hier sowieso, stellen wir hier 4 Stühle hin. Weil es kann ja mal sein, dass auch jemand mal zu Besuch kommt. Ja, nun latschen wir wieder zurück
zu unserem Angelplatz. Frauchen hat sich entschlossen, jetzt doch noch nach ein paar Pilzen zu suchen. Und ich versuche halt mein Glück. Vielleicht klappt es ja und wir kriegen tatsächlich 5 Kilo zusammen heute. Es ist nämlich wirklich ein bisschen schwierig mit der Beißerei. Sie wollen nicht so, wie ich will, die Viecher. Aber schauen wir mal, vielleicht. Jetzt ist es so gegen 2, 13:38 Uhr. Dann wollen wir mal gucken, vielleicht klappt es ja doch. Und wir kriegen heute noch ein paar Fische zusammengefangen. Ist ja alles so einfach nicht, ne? Auch wenn ich sagen muss, wenn ich vergleiche, zum Beispiel drüben an meinem See, wo das Häuschen ist, da ist gemischter Bestand. Die werden auch eigentlich nicht zugefüttert extra. Die kriegen mal eine Handvoll, aber nicht besonders. Drum müssen die sich selber ernähren. Und sind dann auch entsprechend, ja, nehmen schon, was sie geboten kriegen. Aber da der Teich so groß ist, muss man da eine ganz schöne Weile mitunter warten, bis sich was tut. Hier in dem Becken geht es relativ schnell. Deswegen nenne ich das hier eigentlich immer mehr Turboangeln. Weil man wirklich kaum zum gemütlichen Sitzen kommt. Und schon es ist ein Fisch an der Angel. Ist natürlich nicht jeden Tag das so. Das hat natürlich auch, heute haben wir zum Beispiel recht bewölkt. So ein bisschen Nieselregen zwischendurch, also so leicht Regenneigung. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, so ziemlich mittags. Hab jetzt keinen Schatten hier. So ziemlich mittags. Und von daher, um die Mittagszeit sind sie nicht so bissfreudig eigentlich. Das kommt jetzt so in 1, 2 Stunden, dann geht das richtig los. Aber wie man sieht, 2 Burschen haben ja schon angebissen, 2 kräftige. Dann kommt meine Mini wieder angescheißert, schmeißt mir gleich die Kamera in den Teich. Du, alte Spinntüte, alte Spindule. Guck mal, zeig dich mal, die Schmusetüte. Die Kleine. Ist eine Süße. Die kleine Mini. Und Daisy ist so ein bisschen ihre Ziehmutter. Die spielen beide zusammen. Aber das habe ich auch schon gefilmt, das kommt auch noch. Da kann man sich dann auch noch ankicken. Bevorzugt natürlich wird auf dem Bett gespielt, ist schön weich, kann man sich schön rumschmeißen gegenseitig. Und was hier natürlich auch das Schöne ist, man muss nicht so mucksmäuschen still sein. Die Fische sind nicht so schreckhaft. In Deutschland kann ich mich erinnern, man musste so still sein und möglichst versteckt hinterm Busch oder so die Angel auswerfen und mit Camouflageabdeckung und was wir da alles ausprobiert haben. Nur damit überhaupt einer beißt. Man hat manchmal eine Woche lang jeden Tag von morgens bis abends am Teich gehangen. Und das war also wirklich demoralisierend, frustrierend, ja, wenn man da sitzt wie ein Topf Karotten, ja, schmeißt die dollsten Köder aus, ja, mit tagelang noch vorgefüttert, angefüttert und so. Und dann hockst du da und der tut sich nichts und tut sich nichts. Ja, und dann hast du eines Tages dann den großen Fang, ja, gut Hecht, so ein Otto oder so, fein, ja. Aber dafür hast du dir dann erstmal tagelang den Arsch abgefroren
Und man muss auch so einen Haufen Equipment mit haben. Ja, einmal eingepackt sein. Du brauchst einen Haufen Klamotten. Ja, weil die Angelzeit im Hochsommer ist, es kommt halt auf den Fisch drauf an, aber ja, also Hechte habe ich eigentlich besser im Frühjahr und im Herbst gefangen. Große Hechte. Ja, klar, die kleinen Dinger, ja, die beißen immer, aber größere Hechte und so weiter, ja, war halt wirklich mehr Frühjahr in der kalten Zeit einfach. Ja, und in der kalten, auch feuchten Zeit dann so am Teich hängen den ganzen Tag und es tut sich wirklich fucking gar nichts. Ja. Das ist einfach nervtötend. Ja. Man kann machen, was man will. Wie gesagt, die dollsten Köder raustun und alles schwimmt da nur dran vorbei, schnuppert ein bisschen und sagt, nee, fress ich, nee, will ich nicht, leck mich am Arsch. Ja. Das macht keinen Spaß. Ist man irgendwie, sagt man dann, naja, Mensch, dann kann ich es mir eigentlich auch sparen. Ja. Und hier ist es eher so, also das sind Tage so wie heute, wo man, oder jetzt, wo man wirklich wenig oder wo es seltener beißt jetzt im Moment. Die sind selten. Das ist selten. Eigentlich ist es so, du wirst die Rute, du wirst den Köder aus und die Pose ist noch ja nicht, die kommt noch ja nicht hoch. Der Köder sinkt noch, bupp, schon ist einer dran. Ja. Also das hatten wir schon ein paar Mal gehabt. Ausgeworfen und die Pose ist gleich, weg war die gleich. Und so ein Otto dran. Ja. Also von daher, hier sind sie doch ein bisschen agiler. Ja, beißfreudiger eben. Momentan bin ich auch noch am Probieren mit dem Tiefen. Ich habe jetzt eben die Beinen hier oft ziemlich tief gefangen. Jetzt sehe ich aber, tut sich irgendwie nicht richtig was. Müssen wir mal gucken. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen oder noch ein bisschen höher stellen. Mal gucken. Ist halt immer, man kann ja nicht rinsehen in den Teich. Ne? Man kann ja nicht sehen, oh, da schwimmt gerade einer und der schwimmt jetzt auf den Köder zu. Also kann doch sein, dass der 3 Meter vorbeischwimmt und den Köder ja nicht sieht. Oder ja nicht riecht. Meistens riechen die den ja. Ist tatsächlich so, Fische riechen unter Wasser. Ne? Ist nicht nur, dass die den Köder sehen. Ein Regenwurm sollte, natürlich sollte der so aufgehakt sein, dass der schön Menkenke machen kann, hin und her wackelt. Aber allgemein ist es der Saft, der aus dem Wurm kommt, der sich im Wasser verteilt. Der wird von den Fischen aufgenommen und dem Geruch folgen die denn. Ja. Und wie man sieht, auch in so einem kleinen Teich wie hier ist es halt nicht immer so gegeben, dass die sofort, oh, da ist ein Köder oder oh, da ist ein lecker Wurm und darin beißen. Es gibt doch viele, die kicken da erstmal und schwimmen drumrum und so. Vor allen Dingen die Exemplare, die schon mal einen Haken in der Schnute hatten und weggekommen sind oder wieder freigelassen wurden, weil sie noch zu klein waren, das merken die sich. Dann sind die noch vorsichtiger. Ja. Also wir hatten in der Anfangszeit, wo wir hier die ersten paar Male geangelt haben, haben die gebissen wie die Wahnsinnigen. Du hast kaum die Angel in Wasser gekriegt, kaum den Köder ins Wasser gekriegt, war einer dran. Jetzt dauert es schon manchmal ein bisschen. Ja. Aber wie gesagt, jetzt im Moment ist noch so Mittagszeit. Man sieht ein paar Ringe immer wieder auftauchen in der Nähe der Pose. Also sie schwimmen schon drumrum, sind aber noch nicht so heiß jetzt aufs Beißen. Das wird so in 1-2 Stunden sieht das anders aus. Dann beißen sie hoch. Man muss halt angeln, ist ein Geduldsspiel. Man muss wirklich Geduld haben. Es gibt Tage, da beißen sie wie bekloppt. Also wir hoffen, heute so wenigstens 5 Kilo zusammenzukriegen hier an Buntbarsch. Wenn es klappt. Und im anderen Becken holen wir noch, das machen wir aber mit dem Castnet, holen wir noch
bisschen Catfish raus, weil das ist bestellt. Leute bestellen ja bei uns Fisch, wir züchten ja Fisch im Grunde genommen. Bloß wir machen das nicht so, wie das eigentlich üblich ist. Die Leute, die Fisch züchten, die wollen natürlich möglichst schnell Profit machen. Die wollen also nicht lange warten. Also wird 3-mal am Tag gefüttert, händeweise, immer bam rein. Die Fische fressen natürlich wie blöde, wachsen denn auch zu 2 Kilo Exemplaren heran innerhalb von einem knappen halben Jahr, Dreivierteljahr. So, dann werden sie mit dem Netz rausgeholt und gehen in die Läden zum Verkauf. Diese Buntbarsche, Riesenteile, haben mehr Fett als Fleisch. Das ist auch die Qualität des Futters. Wir füttern ja auch, aber das ist nur einmal morgens oder einmal abends. Je nach Besatz, ne? Und das war dann auch, ja. Also nicht hier vom Wegen 3-4 Mal am Tag und händeweise und kiloweise Rindezeug. Das ist nur, dass sie eben vernünftig satt werden, ne? Nicht sich vollfressen wie die Wahnsinnigen. Ja, hungern sollen sie natürlich nicht. Und wir brauchen dadurch natürlich auch wesentlich länger, um Fische auf eine gewisse Größe ranzuzüchten. Das dauert dann also ein Jahr. Wir fischen also einmal im Jahr die Becken ab. Und ja, und dann ist aber auch die Einnahme da. Die Leute kaufen dann, also wir haben, wenn wir an einem Tag rausnehmen, ein Becken ist an einem Tag verkauft. Das ist also ganz selten, dass wir mal noch eine Handvoll Fische beim nächsten Tag noch übrig haben. Ja, wir haben da so eine Zucht, also so eine Aufbewahrungsbecken mit Luftpumpe drin, dass die also da drin Luft haben. Und wir verkaufen ja den Fisch lebend. Einzelverkauf. Nicht, früher haben wir das auch gemacht, dass eben Aufkäufer kamen, die mit eigenen Netzen massenhaft dann rausgezogen haben. Die haben ja am Fischbestand einen Schaden angerichtet, das war schon nicht mehr feierlich. Weil die haben Netze gehabt, die waren so engmaschig, dass mir also der ganze Jungfisch mit rausgeholt wurde, beziehungsweise in den Maschen hängen blieb und kaputt gemacht wurde. Hatte dann also hier das halbe Becken war voller toter kleiner Fische zum Schluss. Ja. Die haben hier durchgeflügt, das war furchtbar. Und habe gesagt, nee, also einmal ist mir das auch zu viel Tierquälerei. Und zum anderen habe ich gesagt, nö. Und dann ist das ewige Handle und die sind, ich will jetzt nicht sagen, dass sie knickrig sind, aber na klar, die wollen halt auch größtmöglichen Profit machen. Und ja, und dann ist natürlich, ja, dann wollen sie für ein Kilo so wenig wie möglich bezahlen. Ja, so, und das lohnt sich mehr auf Bestellung, so deswegen machen wir das auch so, das lohnt sich mehr auf Bestellung zu kaufen, zu angeln, Hand zu angeln. Ja, also hier mit dem Netz nach Barsche gehen ist eigentlich sinnlos, das machen wir nur einmal am Jahresende. Beziehungsweise, wenn das Wasser in den Becken so weit gefallen ist, weil in der Trockenzeit geht natürlich verdunstet eine Menge Wasser und wir haben hier keinen Zulauf insofern. Wir pumpen zwar Wasser aus dem Tiefbrunnen rein, aber wir wollen uns hier auch nicht den Grundwasserspiegel absenken damit. Ne? Also das ist und die Becken müssen ja auch mal sauber gemacht werden. Also von daher warten wir eben, wenn es so weit runter ist, dann merkt man auch, dass die Fische also dann schon wirklich eng stehen. Und dann gehen wir mit dem Netz, also der Schwager und ich, einer auf jeder Ecke, gehen wir hier Sittbecken zum Beispiel 2-mal durch und dann haben wir die ganzen großen abgefangen. Ja. Die werden dann gleich in den Tank geladen, aufs Auto, rübergefahren in den Laden, rein in die Becken da, Luftpumpe an. Ja, und dann geht es los. Und dann kommen die Leute, die wissen ja dann schon, meist ein paar Tage vorher sagen wir dann schon an. Dann stehen die schon da mit ihren Körbe und sagen, her damit. Also, und wie gesagt, wir haben also hier kleinen Wels, diesen kleinen schwarzen Wels, Catfish und Buntbarsch. Ja. Wir haben keine Lust jetzt auf zig verschiedene Sorten hier zu gehen. Der Angelteich hinten, wo das Häuschen ist, das ist mein Angelteich. Da angel ich selber aus Spaß an der Freude. Ja.
Das ist nicht für den Kommerz gedacht. Da ist gemischter Besatz drin. Da ist russischer Catfish drin, also Bladogrussia, wie sie ihn hier nennen, und so weiter. Ja. Und auch größerer Wels ist da und ja, Buntbarsch natürlich jede Menge. Diese kleinen, wie heißen sie denn, Kletterfisch nennt man die. Das sind meiner Meinung nach auch Barsche. Ja. Die schmecken wie Forelle. So klein, ja. Und auch nicht einfach zu fangen, weil die nehmen den Köder ganz leise, vorsichtig und hauen damit dann so ab. Die gehen nicht runter. Du siehst nur auf immer die Pose abmarschieren. So. Dann ist aha, dann bupp, im richtigen Moment leicht angezupft und dann sitzt der Haken. Weil die haben ein sehr hartes Maul. Die können ja schnell, dann haben die den wieder ausgespuckt. Das sind so eine, die lutschen einem schnell den Wurm vom Haken. Das sind Fische, die können einem riesig auf den Senkel gehen. Ja. Hängst die dollsten Würmer ran, eine halbe Stunde später denkst du, sag mal, tut sich nicht. Da guckst du mal nach. Ja. Und dann ist der Haken leer. Ja. Die Pose nicht einen Satz gemacht. Ja. Also das ist wirklich witzig. Ja.ไหนเอาดึงมาดึงตัวใหญ่ไหมโอเคอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นรอโอเคล่ะ ตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวนะป้านะเดี๋ยวอย่าช้าเดี๋ยวมันหลุดโอ้โหตัวบกตัวใหญ่มากโอเคหยุด stop เดี๋ยวแป๊บนึงโอเค